Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Video hier aus der Schweiz. Ja, ich bin immer noch im Schweizer Jura unterwegs, dem französischsprachigen Teil der Schweiz. Jetzt allerdings etwas weiter südlich im Kanton Waadt, in der Nähe des Neuenburger Sees, Lac de Neuchâtel. Ja, und hier entsteht ein Windpark mit insgesamt 6 Anlagen. Und das ist schon eine kleine Sensation für die Schweiz, dass hier mal wieder ein Windpark gebaut wird. Nach sage und schreibe 23 Jahren von der ersten Machbarkeitsstudie bis zum Bau. Das ist absolut krass. Aber in der Schweiz kein Einzelfall. Also hier dauern die Verfahren durchschnittlich so 25 Jahre. Da sind wir in Deutschland am echtsten, wenn so ein Verfahren maximal vielleicht mal 10 Jahre dauert. Ich glaube durchschnittlich so 6 bis 7 Jahre. Aber hier ist es ganz normal, dass es 25 Jahre dauert. Richtig verrückt. Ist klar, dass es da mit dem Windkraftausbau so schleppend vorangeht. Also da ist die Schweiz absoluter Spitzenreiter, wenn es um die Länge von Windkraftverfahren geht. Ja, und hier werden insgesamt 6 Anlagen errichtet. 6 mal Enercon E82. Auf insgesamt 2 verschiedenen Bergen, immer im Dreierpack. Das hier ist der Mont des Cerfs. Da stehen schon 2 Anlagen. Bei der 3. Anlage sieht man schon den Turm hier drüben. Und hier weiter drüben steht auch schon eine Anlage auf dem Berg La Guitasse-Dessous. Komisch, dass da jetzt eine Anlage steht und hier rechts 2. Dass man die nicht zusammen aufgebaut hat, warum auch immer. Ja, aber wenn ein Verfahren halt so lange dauert, sind die Anlagen, die dann halt gebaut werden, technisch halt schon komplett überholt. Also eigentlich hätte man hier E138, E160 bauen müssen. Gerade auch für diesen Standort hier. Hier geht zwar schon gut Wind, aber ja, die Ausbeute wäre halt wesentlich größer gewesen, wenn man eine neue Anlage gebaut hätte. Aber immerhin ein großer Erfolg für die Schweiz, dass hier endlich mal wieder Anlagen gebaut werden. Der letzte Windpark, der gebaut wurde, war der Windpark Gotthard. Habe ich ja auch berichtet, mit 5 mal E92 in 2021. Und das hier ist jetzt der neueste Zuwachs mit 6 E82. Ja, woran es liegt, dass die Verfahren so lange dauern, kann ich später noch was zu sagen, aber ich werde mich jetzt erstmal auf den Weg machen, hier hoch auf den Berg und werde mir die Anlagen aus der Nähe anschauen. Da freue ich mich jetzt drauf. So, ich bin jetzt hier oben auf dem Berg angekommen. Sehr, sehr schön gelegen der Windpark hier auf der Hochebene. Auf dieser Alm hier. Hier hört man schön das Glockengebimmel der Kühe im Hintergrund. Ja, der Windpark erstreckt sich über 2 Berge. Diese 3 Anlagen hier stehen auf dem Guitasse-Dessous. Und die anderen 3 Anlagen, die man von Sainte-Croix aus gesehen hat, stehen auf dem Mont des Cerfs. Hier hinten. Das waren auch die ersten Anlagen, die errichtet wurden. Die haben echt ganz schön Gas gegeben. Also vor 2 Wochen ungefähr habe ich gelesen, dass die erste Anlage fertig errichtet wurde. Und mittlerweile sind schon 3 fertig. Haben sie richtig Gas gegeben. Ja, frag mich, warum sie die 3. da hinten nicht auch noch errichtet haben, bevor sie dann hier rüber gezogen sind. Die Anlage hier wurde nämlich als letztes errichtet. Da steht nämlich noch der Kran. Werde ich gleich auch mal noch vorbeischauen. Ja, insgesamt 6 E82 mit 98 Meter Nabenhöhe. Ja, 23 Jahre hat es gedauert. Von der ersten Machbarkeitsstudie bis die Anlagen jetzt hier gebaut werden. Richtig krass. Und das ist eben auch kein Einzelfall in der Schweiz. Also hier dauern die Verfahren ja schon mal 25 Jahre.
War auch extrem umstritten, das Projekt. Auf dem Weg hierher hängen überall Banner. Éolienne non merci und Windkraft verschandelt die Landschaft. Also hat die Leute hier ziemlich gespalten. Gab 99 eine Abstimmung. Da hat man knapp gegen das Projekt gestimmt. 2012 nach Fukushima. Dann nochmal wurde knapp für das Projekt gestimmt. Aber dennoch hat sich ewig hingezogen. Das Problem hier in der Schweiz ist, dass es halt super viele Instanzen gibt, auf denen man klagen kann. Gemeindeebene, Kanton, Bundesgericht und ja, so ziemlich alle Projekte werden eigentlich beklagt. Es ist nicht so, dass hier nichts in Planung wäre, aber die meisten Projekte hängen tatsächlich vorm Gericht und es geht nicht weiter. Größtenteils eben wegen Landschaftsschutz, Naturschutz. Und das dauert dann ewig, bis die Verfahren dann abgeschlossen sind, beziehungsweise es da vorangeht, müssen noch Unterlagen nachgereicht werden. Und ja, so kann es dann mal 23 Jahre dauern, bis so ein Windpark hier genehmigt und gebaut wird. Ja, und dann, ich habe gelesen, vor 13 Jahren musste man sich eben auf den Anlagentyp festlegen. Das war damals eben E82, die jetzt leider halt von der Technik her schon echt veraltet ist. Also normalerweise müsste man hier E138 hinstellen oder noch größer, aber ja, einfach mal so den Anlagentyp umgenehmigen geht halt nicht. Dann passt halt wahrscheinlich vom Layout her nicht mehr. Müsste man die Anlage hier in der Mitte streichen, weil es dann von den Turbulenzen nicht mehr passen würde. Schall wird dann vielleicht nicht mehr passen, dann wäre man zu nah an der Wohnbebauung. Also die Verfahren müssten insgesamt einfach schneller laufen. Gibt Bestrebungen, die Verfahren auf jeden Fall zu verkürzen. Gibt auch gute Signale, also im letzten Jahr wurden, glaube ich, 4 weitere Projekte genehmigt, beziehungsweise haben grünes Licht bekommen, alle Klagen wurden abgewiesen, also es tut sich ein bisschen was. Immer noch nicht genug, um jetzt die Windkraft ausreichend auszubauen hier in der Schweiz, aber es ist auf jeden Fall ein Anfang. Ja, das ist schon ein guter Schritt in die richtige Richtung hier mit dem Windpark St. Croix. Ja, ich werde jetzt mal zur Anlage da hinten hinlaufen. Vielleicht sind auch noch andere Komponenten da bei der nächsten Anlage. Und Ton ist natürlich auch am Start. So, jetzt stehe ich hier nochmal bei der fertig errichteten Anlage. Die kleine, große. Schon verrückt. Die wirkt echt klein. Mit 98 Meter Nabenhöhe, 82 Meter Rotor. Ist man gar nicht mehr gewöhnt. Heutzutage sieht man nur noch die ganz großen mit 160 Meter Nabenhöhe und sogar noch mehr. Und den riesigen Latschen. Da ist man die kleinen Anlagen hier gar nicht mehr gewöhnt. Vor 10, 15 Jahren wäre dieses Ding hier echt noch riesig gewesen. Ja, momentan auch die kleinste Anlage, die Enercon noch im Portfolio hat. Alle anderen Anlagen gestrichen der EP2-Plattform. E70, E92, E103. Ja, und auch noch die einzige Anlage mit einem charakteristischen Enercon-Ei. Wobei man da hinten auch am Hinterteil schon ein bisschen abgeschnibbelt hat, um Kosten zu sparen, schätze ich. Ja, Glück gehabt, dass die Anlage überhaupt noch gibt, dass sie noch lieferbar ist. Als man sie vor 13 Jahren geplant hat, hätte ja auch sein können, dass es sie heutzutage gar nicht mehr gibt. Bei einer E101 zum Beispiel hätte das passieren können. Also hat man Glück gehabt. Ja, ist jetzt halt eher eine Starkwindanlage, also eher was für Küstenstandorte, jetzt nicht super geeignet für so Binnenlandstandorte. Da hätte eine E138 besser hierher gepasst. Aber ja, hier geht schon gut Wind, aber
Wundert mich eigentlich, dass man dann gar nicht mehr umgeplant hat. In Deutschland zumindest kann man ja eine Änderungsanzeige machen, wenn sich jetzt der Anlagentyp nicht groß ändert, oder halt umgenehmigen auf ein größeres Modell. Aber dann muss es halt auch passen von den Abständen, von der Abschattung untereinander. Und ich nehme an, das Verfahren hier war an sich halt schon so kompliziert, dass man da nicht noch groß umplanen wollte. Sondern man kann froh sein, dass die Anlagen überhaupt genehmigt wurden. Ja, da sieht man nochmal einen Übergang zwischen Stahl und Beton. Ein Turmsegment, ein Stahlsegment kommt oben drauf. Ja, hier Kran ist in Einzelteile zerlegt. Hier liegen die ganzen Teile rum. Noch echt viele schaulustige Leute hier, also interessiert die Leute hier schon echt. Und die meisten, mit denen ich mich jetzt so unterhalten habe, sind eigentlich interessiert und dem Ganzen positiv eingestellt. Jetzt sieht man nochmal die zwei Türme, die anderen. Ist auch witzig, dass die Kühe hier direkt neben der Baustelle rumspringen. Also insgesamt muss ich sagen, ist der Eingriff hier echt sehr gering. Also ich glaube, Wald hat man hier so gut wie gar nicht weggemacht. Und es passt sich einfach sehr gut in die Landschaft ein, finde ich. Hinten die Anlage wird bestimmt super aussehen hier vor dem Berg. Richtig toll. Und hinten sieht man auch nochmal Teile von einer anderen Anlage. Auch nochmal Rotorblätter. Ja, ich würde mich jetzt mal auf den Weg machen zu dem anderen Berg, Mont des Cerfs. Da stehen ja auch nochmal zwei fertige Anlagen und werde mir die nochmal anschauen. So, jetzt stehe ich hier nochmal etwas näher an der Baustelle der hintersten Anlage hier auf dem Guittas Dessous. Ja, und hier sind bereits auch alle Komponenten da. Was liegt hier alles rum? Da liegt die Narbe, nebendran das Maschinenhaus, ist ja bei der EP2-Plattform zweigeteilt für den Transport. Da liegt der Generator, hinten dran die Abdeckung für die Narbe, die Spitze. Das müsste der unterste Teil des Maschinenhauses sein. Und hier im Vordergrund die Hinterkantensegmente, die dann an die Rotorblätter geschraubt werden, die jetzt hier liegen. Das ist quasi der vorderste Teil der Rotorblätter. Ja, und eine Röhre kommt noch oben drauf, dass der Turm seine volle Höhe erreicht. Rotorblätter liegen jetzt leider hinten dran. Da sieht man nochmal schön die Zackenbänder. Ja, die Anlagen in der Schweiz haben immer nur einfache rote Spitzen und der Turm ist auch komplett weiß. Also keine rote Markierung am Turm, sondern komplett weiß. Ja, und das hier ist übrigens ein Turm der Firma Oehm. Deutscher Hersteller, der auch für Enercon Türme baut. Mit denen habe ich auch auf der Wind Energy in Hamburg mal gequatscht. Die haben auch noch größere Türme in Planung, bis zu 200 Meter Höhe sogar. Also endlich mal jemand anderes als Max Böge. Ja, und hier bauen sie auch noch irgendwas. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht irgendwie so ein Transformatorhäuschen. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ja, und hier ist eben alles abgesperrt und ja, auch Security, dass hier nichts beschädigt wird von den Gegnern. Ich hoffe echt, dass sie die Schweine erwischen, die die Baustelle hier sabotiert haben. Das ist echt eine Sauerei. Also ja, protestieren kann man, Unterschriften sammeln,
Aber wenn es dann an Sachbeschädigung geht, dann hört der Spaß auf. Ja, von der Instagram-Seite von Öhm weiß ich überhaupt, dass der Windpark hier gebaut wird. Ansonsten hätte ich es gar nicht gewusst. Ja, und die Komponenten haben sie sehr wahrscheinlich mit dem Schiff bis nach Basel transportiert und dann auf dem Landweg von Basel hierher ins Jura. So, jetzt bin ich hier auf dem Mont des Cerfs, dem zweiten Teil des Windparks. Und hier hat man jetzt einen sehr schönen Blick auf die beiden fertigen Anlagen, die auch am nächsten zu Sainte-Croix stehen, die man von unten sehr schön gesehen hat. Meines Wissens nach auch die beiden ersten, die errichtet wurden. Sind auch schon so ein bisschen am Trudeln und stehen auch schon im Wind. Ja, und hier gibt es auch nochmal eine Infotafel zum Projekt. Ici se construit le premier parc éolien du Canton de Vaud. Also hier wird der erste Windpark des Kantons Waadt gebaut. Hier nochmal eine Übersichtskarte. Also 3 Anlagen südlich auf Guittat-Dessous. Da. Und dann nochmal 3 auf dem Mont des Cerfs. Was steht hier noch? Ja, sie tragen zur Konkretisierung der Energiestrategie 2050 bei und produzieren insgesamt 22 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Und das ist genug, um den Verbrauch von den gesamten Haushalten von Sainte-Croix inklusive Industrie zu decken. Also insgesamt 20.000 Haushalte plus Industrie. Schon nicht schlecht. Also ich finde, die Anlagen passen hier echt super gut hin. Also die integrieren sich echt super schön hier ins Landschaftsbild. Kann ich einfach nicht verstehen, wie man einfach per se gegen Windkraft sein kann heutzutage. In der Situation, in der wir gerade sind, mit Energiekrise, Klimawandel, die Auswirkungen werden immer krasser zu spüren und nur weil sich ein paar Leute wegen der Ansicht stören, klar, man muss sie nicht schön finden, aber per se dagegen zu sein, gegen erneuerbare Energien, finde ich einfach komplett daneben. Naja, ich werde jetzt mal noch zu den Anlagen hier hinlaufen und melde mich von da nochmal. So, ich bin jetzt hier bei den beiden Anlagen auf dem Mont des Cerfs, die auch schon fertig errichtet sind. Ja, und das hier war die erste fertig errichtete Anlage. Bin ich mir relativ sicher aus dem Zeitungsartikel, den ich gelesen habe. Die erste Anlage des Kantons Waadt. Was ganz Besonderes. Ja, ist auch die einzige, die schon so ein bisschen trudelt. Steht schon im Wind und der Rotor dreht sich schon so ein bisschen. Die anderen stehen alle noch relativ starr da. Ist leider kein Enercon-Logo. Aber ich muss schon sagen, optisch gefallen mir die schon echt gut hier in der Schweiz. So schön schneeweiß und dann nur die roten Spitzen. Mal ganz weißen Turm. Finde ich schon cool. Es ging auch echt fix, ey, dass sie die beiden Anlagen hier errichtet hatten. Also vor 2 Wochen, glaube ich, war die erste Anlage fertig. Und mittlerweile sind jetzt schon 3 fertig. Da hinten ist der Turmstumpf für die dritte. Kann ich mir jetzt nicht erklären, warum sie die nicht fertig gemacht haben, sondern dann schon direkt auf den anderen Berg umgezogen sind. Vielleicht waren da noch keine Komponenten da, aber das kann man ja planen von der Logistik her. Naja, ja, was auf jeden Fall Vorteil ist hier bei der E82, da kann der Rotor halt noch an einem Stück gezogen werden. Also keine Einzelblattmontage, sondern Rotor wird an einem Stück gezogen
wie früher halt bei den kleineren Anlagen. Heutzutage kann das halt mal ein paar Tage dauern, bis die Rotorblätter dran sind. Im Idealfall halt auch an einem Tag, aber Rotor ziehen geht natürlich viel, viel schneller. Hat auch schöne Zackenbänder hier. Also ich finde den Standort hier echt super schön. Und einfach dieses Glockengebimmel hier im Hintergrund finde ich echt super. Ja, so ein Argument der Kritiker war immer, dass die Topografie hier zu komplex ist, um die Anlagen hier zu errichten. Aber es ist eigentlich super gut erschlossen hier. Und im Nachbarland Österreich gibt es ganz viele Windparks in den Bergen. Also das ist kein Argument. Ja, und dann hier drüben ist dann die andere Anlage, die fertig errichtet ist. Jetzt mal ein Stück rüber gehen. Da ist sie. Also ist nochmal ein gutes Stück dazwischen, so bestimmt 1,5, 2 Kilometer zwischen den zwei Trios. Und in der Mitte sind halt auch so ein paar Häuser. Also ja, musste man wahrscheinlich Abstand halten. Deshalb stehen die Anlagen jetzt so ein bisschen weiter auseinander. Richtig cool. Ja, sehen genauso aus wie die Anlagen auf dem Gotthard. Ist auch gerade echt nochmal richtig schön. Abends wird es immer noch mal ein bisschen schöner. Ja, bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis sie am Netz sind. Irgendwo habe ich gelesen, dass es noch bis 2024 dauern soll. Wer weiß, wie weit der Netzverknüpfungspunkt weg ist. Kann schon sein, dass es noch so lange dauert. So, jetzt hat sich auch geklärt, warum die an 2 Stellen anfangen, die Anlagen aufzubauen. Hier sind nämlich sogar 2 Kräne im Einsatz. Dann geht es nochmal schneller. Haben erst hier die Anlage errichtet, hinter mir, dann hinten auf Lagitas eine und dann jetzt hier die dritte. Der Kran ist nämlich auch noch komplett zusammengebaut, also die Anlage kann noch nicht lange stehen. Vielleicht erst diese Woche aufgebaut. Da sieht man ihn mal in ganzer Größe. Gibt ja Leute, die sich mit Kränen auskennen, ich kenne mich jetzt gar nicht aus. Kran ist von Emil Egger. Keine Ahnung, was das bedeutet. Und ich finde den Standort einfach Hammer. Also diese Almlandschaft mit diesen vereinzelten Bäumen und dann die Anlage hier. Ich finde, das integriert sich einfach so super ins Landschaftsbild. Richtig toll. Ja, also geht es dann doch direkt schon mit der dritten Anlage weiter. Da hinten irgendwo. Genau, dann wird parallel auf beiden Bergen gebaut und dann ist der Windpark hier rucki zucki fertig, wenn das Wetter so gut bleibt. So, jetzt bin ich doch noch mal ganz nah an der zweiten Anlage dran. Die steht hier nämlich direkt neben dem Weg und von hier aus kann man sie echt noch mal toll bestaunen. Auch wenn es nur eine kleine E82 ist, finde ich sie trotzdem echt schon beeindruckend. Und gegen Abend ist natürlich immer wieder das beste Wetter für die besten Fotos. Richtig nice. Brandneu das Teil. Noch ganz weiß. Beziehungsweise lichtgrau sind sie ja eher. Ja, gar nicht ganz weiß. Der Turm ist weiß, aber die Blätter sind eher so lichtgrau. Ja, und für die Kranfreaks unter euch, hier ist nochmal der Kran in voller Größe. Wie gesagt, mit Kränen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Interessiert mich auch jetzt nicht so. Emil Egger. Keine Ahnung, ob das sowas wie Steil ist in Deutschland.
Also kenn ich gar nicht. Noch nie gehört den Namen. Und mit Krähen kenne ich mich auch nicht aus. Habe allerdings jetzt auch schon größere Kräne gesehen. Die hat jetzt wahrscheinlich so 110, 120 Meter Hakenhöhe. Die großen Kräne haben ja alle 180 für die E138, E160. Also habe ich schon eindeutig größere Kräne gesehen. Da hängt noch ein Seil aus dem Maschinenhaus raus. Hier mal die Gondel zu. Ja, das ist wahrscheinlich einfach, um ein Werkzeug hochzuziehen. Dann sind sie einfach nur festgebunden. Die Gondel ist ja verbolzt. Der Rotor auch, da kann eigentlich nichts passieren. E103 hier in dem Standort, das hätte ich schon echt gefeiert. Aber E82 sind auch schön. Hauptsache Enercon, ne? Da hinten kommt dann die dritte hin. Numero 3. Da werde ich jetzt auch mal noch kurz vorbeilaufen. So, jetzt stehe ich hier nochmal bei Numero 3, der dritten Anlage in der Reihe. Und hier sieht man richtig schön nochmal alle Komponenten, weil man hier richtig nah rankommt. Die steht direkt am Weg, die Anlage. Hier sieht man nochmal, wie das Maschinenhaus zusammengebaut wird. Oberer und unterer Teil. Muss jetzt noch verschraubt werden. Da nochmal die Narbe. Da hinten diese kleine Scheibe. Das ist quasi dann der Deckel für das Maschinenhaus. Ach, stellt jetzt nicht scharf. Und der andere Deckel die Narbe. Für die Narbe. Und dann hier noch die Hinterkantensegmente. Da nochmal ein Turmteil. Betreten verboten. Ja, und da nochmal die Rotorblätter. Die auch echt mini wirken im Verhältnis zu E138 Blättern, die ich jetzt schon oft gesehen habe. Die sind echt super kurz. Richtig verrückt. Ja, noch von hier nochmal ein super schöner Blick auf die beiden fertigen Anlagen. Richtig tolles Bild. Also landschaftlich kann der Windpark hier echt einiges. Ja, so langsam werde ich mich dann auch mal wieder zurück machen auf den Weg nach St. Croix zum Zug, damit ich noch zurückkomme zu meinem Campingplatz heute Abend. Aber ich werde zwischendurch noch mal kurz anhalten und noch mal einen coolen letzten Ausblick suchen. So, ich bin jetzt hier am Bahnhof in St. Croix, mache mich jetzt langsam auf den Rückweg zu meinem Camp am Neuenburger See. Ja, und hier von der Ortsmitte hat man echt nochmal einen tollen Blick auf die Anlagen, wie sie hier oben über der Stadt thronen. Hier die zwei auf dem Mont des Cerfs. Die dritte kommt dann hier drüben hin. Und da hinten nochmal die Anlage auf dem Laguita. Da kommen auch nochmal zwei links davon hin. Also ich finde es richtig cool. Wenn ich als Tourist hierher käme, würde ich denken, cool, die Stadt tut was für Klimaschutz, für erneuerbare Energien und würde es eher als was Positives sehen. Wie gesagt, also es gibt einen kleinen Lichtblick für die Schweiz. Vom Bundesgericht haben jetzt im letzten Jahr 4 Projekte grünes Licht bekommen, die gebaut werden dürfen. Also es passiert ein bisschen was in der Schweiz, verglichen mit den letzten Jahren. Ja, auf jeden Fall spannend. Mal gucken, da werde ich die nächsten Jahre vielleicht auch wieder hier unterwegs sein. Ja, und da kommt mein Zug. Verabschiede ich mich von euch an dieser Stelle. Macht's gut und bis dann.